Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Ich bin hier gerade in Outlook und ich habe einen Ordner, der heißt Suchirritationen, und da habe ich jetzt hier 7 Elemente drin und ich möchte jetzt eine Suche starten, und zwar möchte ich den Begriff Test suchen und drücke die Enter-Taste, und was passiert? Ich bekomme Treffer, man sieht es hier links unten im Eck, das sind 38 Stück. Und ich denke mir, wie kann das sein, wenn der Ordner selber hier nur 7 Elemente hat? Und ich mache das gerade nochmal und schau mal hier oben, sucht er denn auch wirklich im aktuellen Ordner? Und da steht aktueller Ordner und dann hat er so viel Treffer und ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert. Outlook sagt mir jetzt auch, warum das so ist, aber ganz ehrlich, das übersieht man sehr leicht, weil es hier relativ dezent eingeblendet wird. Und was Outlook hier sagt ist, das ist ein Ergebnis aus allen Ordnern, weil im aktuellen Ordner kein Ergebnis gefunden worden ist. Ich finde das jetzt grundsätzlich nicht schlecht, so vorzugehen, aber ich finde, es sollte deutlicher hervorgehoben werden und hier oben sollte jetzt auch schon stehen, dass im ganzen Postfach gesucht wird. Und wenn ich hier auf alle Ordner klicke, dann sieht man auch nochmal, er sucht jetzt wirklich im aktuellen Postfach nach Test und dann kommt er eben auf diese 38 Treffer. Also lasst euch nicht irritieren, wenn mal viel zu viel angezeigt wird, dann sucht er eben nicht wirklich in dem aktuellen Ordner, weil dort keine Treffer gefunden worden sind. Wenn du weitere Irritationen beim Suchen in Outlook kennst, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich mache dann ein Video draus und zeige euch, wie ihr damit am besten umgehen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.